Hallo, ich bin Marc von iDoc. Wir haben ein iPhone 6s vom Kunden zur Überprüfung zugeschickt bekommen und wie sich herausgestellt hat, ist dies eine Fälschung. Ich möchte euch jetzt zeigen, woran wir die Fälschung erkannt haben. So, wie man als erstes sieht, sind die Farben anders. Bei der Fälschung links ist die Farbe eindeutig dunkler als beim Original rechts. Hier ist es eindeutig Space Gray, hier Metallgrau, eher dunkel. Des Weiteren kann man auch gleich die Verarbeitungsmängel sehen. Man sieht bei der Fälschung eindeutig, dass hier Spaltmaßen entstehen. Beim Original ist es halt ein Unibody, sprich aus einem Guss. Hier sieht es so aus, als ob das irgendwie zusammengesetzt wurde. Des Weiteren kann man auch kleine Unterschiede sehen bei der Kamera. Und zwar, dass bei der Fälschung die Kamera eindeutig weiter reingesetzt wurde und auch der Blitz ist etwas anders. Von der Vorderseite sieht man eigentlich so gut wie keinen Unterschied. Links ist gerade noch eine Panzerschutzfolie drauf, aber das sollte uns jetzt nicht stören. Von den Seiten sieht man, dass der Button fast auf einer Ebene ist mit dem Gehäuse und der SIM-Schlitten im Gehäuse einragt. Beim Original kann man halt den Home-Button, den Standby-Button gut fühlen. Er ist halt außerhalb. Genau das gleiche auf der linken Seite mit dem Volumes-Button und dem Stummschalter. Jetzt schauen wir uns mal das Innenleben an und ob es ungefähr so aussieht wie das iPhone 6s oder ob es ganz anders aussieht. Dabei gehen wir jetzt erstmal so vor wie beim Original iPhone 6s. Man sieht jetzt schon, dass es sehr instabil ist, das ganze Gehäuse. Es stellt sich schon raus, dass es mehrere Teile sind, und zwar ist das hier eine weitere Abdeckung, die relativ stark eingeklemmt ist. Wie man sieht, ist das wirklich nur eine Abdeckung. Da befindet sich auch schon der Akku, der sogar mehr Milliampere hat als der Original-Akku. Ich sehe jetzt, dass man hier noch eine Schraube lösen kann. Und da haben wir jetzt das Innenleben, was natürlich total anders aussieht. Ist halt, wie man sagen will, doch eher billig gemacht worden, indem hier die ganzen Einzelteile einfach nur angelötet wurde auf einer Platine. Sehr wahrscheinlich ist auf dem Gerät das Betriebssystem Android installiert, wobei das so angepasst wurde, dass es aussieht wie iOS. Wie das iPhone 6s Original von innen aussieht, das kann man bei unserem Teardown sehen. Ansonsten sieht man hier halt die Kamera, die Hörmuschel. Ich sehe hier an der Seite den Vibrationsmotor, dann der Lightning-Anschluss sogar. Der wird wohl von der Innenseite der Platine auch mit mehreren Lötpads angelötet. Schauen wir uns mal die zwei Teile an. Das erste, ich werde es jetzt mal als Mittelrahmen bezeichnen, ist ein schwaches Aluminium, lässt sich theoretisch relativ leicht verbiegen, und die zwei Aufsätze sind einfach nur Plastik, was hier verklebt wurde. Der andere ist auch wieder ein etwas stärkerer Aluminiumblock, hat keine Funktion, wird einfach nur noch reingehakt, damit es fast so aussieht wie ein Unibody-Gehäuse. So, die Knöpfe sind einfach nur reingelegt und hier leicht verklebt, so auch die Laut-Leise-Tasten. Beim Original sieht man halt in unserem Video auch, dass sie halt verschraubt sind. Also hier sind die Druckpunkte halt nicht so optimal und sie könnten auch relativ leicht sich verschieben oder rausfallen. So, ich mache jetzt den Akku wieder rein, wir setzen das kurz zusammen und dann starten wir mal die Fälschung und das Original und schauen uns mal das Betriebssystem an. Starten wir mal das linke und das Original. Wie man sieht, startet das linke weiß mit einem schwarzen Apfel und das rechte schwarz mit einem weißen Apfel. Schwarze iPhones starten halt schwarz mit einem weißen Apfel, weiße iPhones eigentlich weiß mit einem schwarzen Apfel, also ist hier auch zum Beispiel die Firmware nicht richtig geflasht. Man sieht es auch an der Geschwindigkeit, dass es da schon Unterschiede gibt. Da wollen wir sie mal entsperren. Home-Button drücken, entsperren. Home-Button drücken, der relativ locker ist. Kommt gleich ein anderes Programm. Und entsperren. Dann sieht man hier schon unten, das Abbrechen wird einfach nicht voll dargestellt. Dann beide Bildschirme. Es sind halt größere Icons. Die Auflösung ist nicht so gut und es starten einfach Programme. Was eher nach Werbung aussieht, als ob bei der Firmware, die drauf ist, auch gleich mit die Werbung dazu geschlecht wurde. Schauen wir uns mal am besten die Kameras an. Bei den Kameras kann man sehen, dass auch die Fälschung sehr, sehr dunkel ist, im Gegensatz zum Original. Geht nicht. Er sagt, dass kein Speicher dabei ist. Gehen in Einstellungen und wie man sieht, kommen immer wieder einfach andere Apps, beziehungsweise immer mal wieder Werbung. So, Touch ID. So, schauen wir mal, ob der Finger erkannt wird. Wie man sieht, es verändert sich. Sieht aber nicht nach Original aus. Braucht nur 3 Versuche. Schauen, ob wir es entsperren können. So, das geht nicht. Auch durch draufdrücken wird da nichts entsperrt. Also ist die Touch ID nur gefaked.
Wir vermuten, dass da ein anderes Betriebssystem drauf ist, und zwar Android. Um das herauszufinden, werden wir das Gerät jetzt ausschalten und dann mit der Lautstärke-Taste Plus und der Standby-Taste gleichzeitig wieder starten. Und dann sollten wir in einen Modus kommen, wo wir das ganze Gerät zurücksetzen würden. Dann startet das iPhone und geht sofort in den Modus, wo wir zum Beispiel die ganzen Daten zurücksetzen können. Und diesen Modus gibt es halt bei Android, also ist da eindeutig als Betriebssystem Android. Als Fazit, es gibt Produktfälschungen. Auf den ersten Blick schwer zu unterscheiden, aber wenn man genau hinsieht, sieht man die großen Unterschiede. Am besten bei gebrauchten Smartphones immer genauer hinschauen und im Notfall den Besitzer ausfragen.